Okay. Next beatitude. Die nächste Jesus Seligpreisung. said, "Blessed are those who are persecuted Matthäus for 15, justice." glückselig, die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden. It often feels good to do good, Es fühlt sich gut an, Gutes zu tun. but what about those times when you're doing good or just minding your own business Also oft, und was ist dann in diesen Zeiten, wo wir eigentlich Gutes tun and you get treated badly? und du trotzdem etwas schlecht behandelt wirst? Or you do the right thing and it costs you. Und du tust das Richtige, aber es kostet dich was. You point out an injustice at work Indem du zum Beispiel eine Ungerechtigkeit an deinem Arbeitsplatz ansprichst. and you don't get promoted. Und du wirst dann eben nicht befördert dafür. Or you stand up for a marginalized person O- and then you're mistreated. Oder du fängst an aufzustehen für eine Minderheit und du selber kriegst dann den Hass ab. How do we respond when we're not treated well? Also wie reagieren wir, wenn wir selber nicht gut behandelt werden? A few years ago, Lisa and I were in a city Vor einigen Jahren waren Lisa und ich in einer Stadt and we were crossing a busy street. und wir sind da einer belebten Straße entlang gelaufen The light was green for us to cross. und das Licht war grün, also wir konnten über die And there Straße. was an American muscle car revving its engine. Und da war so ein amerikanischer PS-Protze, der seinen Motor aufheulen ließ. With the stereo blaring, thumping. Boom, Und mit der Stereoanlage rauspumpend. Bum, bum, bum. And when we stepped out in front of the car, it jerked forward. Und als wir dann wirklich vor dem Auto waren, hat das wie so einen Satz nach vorne And I had to gemacht. quickly move Lisa out of the way. Und ich hatte sogar Lisa aus dem Weg reißen müssen. My heart was beating fast. Und mein Herz hat wild geschlagen. And I looked back at the driver Und ich habe den Fahrer angeschaut. and he was laughing at us and pointing. Und er hat uns angelacht und auf uns gezeigt. He'd done that just to scare us. Er hat das gemacht, um uns einen Schrecken einzujagen. I thought of words I wanted to say to him. Ich dachte schon an die Worte, die ich ihm I sagen looked will. for a rock to throw through his Ich windshield. habe schon nach einem Stein Ausschau gehalten, den ich durch seine I Windschutzscheibe was werfen ready to kann. go up to the window and give him a piece of my mind. Ich war schon bereit, zu seinem Fenster zu gehen und ihm mitzuteilen, was mir da durch den Kopf geht. Our first instinct when we're wronged is to get defensive. Also unser erster Impuls, wenn uns Unrecht angetan wird, ist, uns zu verteidigen. So do like this. Also tu mal so, mach mal so. Oh yeah, Kommt, wise kommt, guy. kommt. Ja, ja, ja. Yeah, you want a piece of me? Ja, du willst Verschläge? It's easy to act defensively when we're wrong. Also es ist ganz einfach, uns zu verteidigen, wenn wir falsch behandelt werden. I don't always have the courage to fight directly. Ich bin nicht sicher, ob ich den Mut hätte, wirklich zu kämpfen. So instead, I get a bunch of other people angry with me. Also was ich dann eigentlich mache, ist, ich suche mir ein paar Freunde und lasse sie mit mir zusammen wütend Can you sein. believe what that guy in the car did to Hey, me? kannst du dir vorstellen, was dieser blöde Typ mit uns angestellt hat? So we're faced with a choice. Also haben wir dann eine Entscheidung zu treffen. If we retaliate, Wenn wir zurückschlagen, we perpetuate evil in the world. dann verstärken wir eigentlich das Böse in der Welt. And although it can seem weak, Und obwohl es so aussehen könnte, als wären wir schwach, if we act with peace, we break the cycle. dann, wenn wir mit Frieden antworten, zerbrechen wir diesen Kreislauf. And love will finally win. Und die Liebe wird gewinnen. Jesus is our model for this. Und Jesus ist unser Modell And dafür. he teaches on this. Und er lehrt uns davon. Turn the other cheek. Halt die andere Wange hin. Go the extra mile. Geh die zweite Meile. Give to the one who asks of you. Gib dem, der von dir verlangt. Love your enemies Liebe deine Feinde. and pray for them. Und bete sogar für sie. Bless those who mistreat you. Segne die, die dich falsch behandeln. And there's some startling examples of this. Und da gibt es wirklich außergewöhnliche Beispiele für diesen Lebensstil. In my country, we have Martin Luther King Jr. Ach, ich liebe das. In unserem Land haben wir Martin Luther King Jr. And when he was standing for justice, someone bombed his house. Und als er anfing, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, hat jemand sein Haus verbombt. They almost killed his wife and children. Sie haben fast seine Frau und Kinder getötet.
And then he read the Sermon on the Mount Und dann ging er zurück zur Bergpredigt and felt the call of the gospel towards nonviolence. und fühlte sich herausgefordert, den Weg der Gewaltlosigkeit zu gehen. And that's what convinced him to join the struggle for civil rights. Und das war der Auslöser, wieso er sich dann für die Zivilgesellschaft eingesetzt hat. And as I said last night, Mahatma Gandhi followed the same teaching of Jesus in India. Und ich habe das gestern schon angetönt. Mahatma Gandhi ist auf seinem Weg der Gewaltlosigkeit gekommen über die Bergpredigt. So imagine what it would be like for us to practice nonviolence, Also wie wäre es, wenn wir selber Gewaltlosigkeit praktizieren? to not retaliate, Also nicht zurückschlagen, to choose the peaceful way, um den Friedensweg zu gehen. and to move from reacting defensively Und wegkommen, einfach nur zu reagieren, to a stand of nonviolent resistance. zu einem Standpunkt des gewaltlosen Widerstands zu kommen. This is probably one of the more challenging teachings of Jesus. Das ist wahrscheinlich eines der herausforderndsten Ansprüche und Lehren von Jesus. I call it the PhD level Und beatitude. das nenne ich den Doktorlevel der Seligpreisung. And if you have been a victim of trauma in your life, Und ganz speziell, wenn du selber if someone has mistreated or hurt you, Trauma erlebt hast und dich jemand wirklich verletzt, Grenzen überschritten hat in deinem Leben. it could sound like Jesus is saying, let yourself be hurt. Und dann tönt es vielleicht sogar so, dass Jesus sagen würde, lass doch zu, dass du verletzt und misshandelt wirst. But here might be a place where the order of the Beatitudes is important. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir die Reihenfolge der Seligpreisung richtig kriegen. First, we learn to trust our whole lives to God. Ganz zuerst lernen wir uns ganz Gott anzuvertrauen. And then we mourn what's broken in the world. Wir klagen über das, was in der Welt zerbrochen ist. And then we embrace ourselves as made in God's image. Und dann üben wir Demut, indem wir einfach And then das we learn to- umarmen, wie wir in learn to Gottes use our Gegenwart power for geschaffen good. sind. Und dann lernen wir unsere Kraft für Gerechtigkeit And then we learn to einzusetzen. forgive Dann lernen wir zu vergeben and to be wholehearted und mit ganzem Herzen dabei zu and to be a sein peacemaker. und ein Friedensstifter zu sein. And maybe after only learning those steps, Und erst wenn wir all diese Schritte wirklich gelernt haben, can you get to this level of radical love. dann kommst du zu diesem Level der radikalen Liebe. One of the, I'm not quite done, but one of the, I lost my track. Yeah, there was one more thing I wanted to say about this. So sometimes when I teach on this, Also manchmal, wenn ich da in dieses Thema reinkomme, people will say, I haven't been mistreated. sagen Leute, ja, mir ist nie was Schreckliches widerfahren. Life's been good to me. Das Leben ist gut zu mir. And so a question that I would offer you is, Und eine Frage, die ich dir da stellen möchte, if you haven't suffered for the gospel, wenn du selber nicht mal leiden musstest für das Evangelium, what have you been too afraid to do? was warst du dann zu ängstlich nicht zu tun? Because Jesus said, if you follow me, you will suffer. Weil Jesus sagt, wenn wir ihm nachfolgen und ihm treu sind, dann wird uns in irgendeiner Form And Widerstand I think entgegenschlagen. those of us from privileged cultures, this is something particular to wrestle with. Und ich glaube, das ist für die von uns, die wirklich aus privilegierten westlichen Verhältnissen kommen, eine Herausforderung, die wir uns We stellen like to think müssen. of ourselves as like the poor peasant Jews. Also wir denken oft, wir vergleichen uns oder identifizieren uns mit diesen armen Juden. But maybe we're more like the Romans, Aber vielleicht sind wir eher die Römer, die anderen unterdrücken. or more like the Egyptians. Oder die Ägypter im Alten Testament, die das Volk Israel gefangen genommen haben. We've been the ones with power. Also wir sind ja die Schweizer, die Macht haben, die Geld haben, die anderen ausnutzen. But the gospel invites us to speak truth to power. Aber das Evangelium sagt, wir sollen dieser Macht entgegenstehen And und ihr die Wahrheit entgegenhalten. And if we've had the power to admit how we've misused it. Und wenn wir machtvoll sind, dass wir zugestehen, wo wir diese Macht missbraucht haben. When we traveled to Australia, Zum Beispiel, als wir in Australien waren,
we've noticed that Christians there are learning to take ownership for the ways they mistreated the Aboriginal people. Ja, ist es zum Beispiel, dass die Christen gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen in der Art und Weise, wie sie die Ureinwohner behandelt They haben. stole the land from people who'd lived on it for 80,000 years. Sie haben da das Land von Menschen gestohlen, die während 80.000 Jahren dort schon gewohnt haben. They didn't give them citizenship and didn't consider them to even be human beings. Sie haben ihnen kein Staatsrecht gegeben und sie nicht mal als Menschen angesehen. And so now they're feeling called to admit this. Und jetzt fühlen sie sich berufen, das anzuerkennen. So at the beginning of most Christian meetings, So am Anfang von vielen christlichen Treffen, they say we're standing on land that others were the caretakers of. sie sagen, hey, wir stehen da auf Land, wo andere eigentlich das anderen gehört. And we took it from them. Und wir haben es von ihnen weggenommen. And we want to respect that heritage. Und wir wollen dieses Erbe anerkennen. We have to do that in Lisa and I's country. Und wir müssen das selber in Amerika auch tun. Our families we were raised on land that was taken through genocide. Also wir leben auf Land, das durch Völkermord genommen wurde. And our economy is built on slavery. Und unsere Wirtschaft ist aufgebaut auf Sklaverei. And so the wealth our families have over generations comes because of how we mistreated others. Und eigentlich der Wohlstand, den wir haben, ist darauf gegründet, dass wir andere Menschen missbraucht haben. And I think the world will become more whole as we're able to own some of the ways we've misused that Und power. ich glaube, unsere Welt wird wieder gesund, wenn wir anerkennen, wie wir auch unsere Macht missbraucht haben. And I'm challenged to consider how I might align myself more with the powerless. Und ich bin herausgefordert, mich auf die Seite der Machtlosen zu stellen. And I think we're all invited to face maybe some of the structural injustices of the countries that we live in. Und das gilt auch für uns als Schweizer, dass wir da hinsehen müssen und sagen müssen, wo wir strukturell machtvoll sind und diese Macht dann missbrauchen. Yeah. So this beatitude invites us to live and pray this way. Also diese Seligpreisung lädt uns ein, so zu beten. Lord, lead us in the way of surrender. Herr, leite uns auf dem Weg der Hingabe. Before his accusers, Jesus was silent. Bevor seinen Ankläger war Jesus still. He showed his strength by allowing himself to be taken. Er demonstrierte seine Macht, indem er sich gefangen nehmen ließ. And his choice towards nonviolence was the path of our liberation. Und sein Weg des gewaltlosen Widerstands ist eigentlich unsere Erlösung. Okay.